Ich war mal wieder beim Angeln. Diesmal war ich erfolgreich. Einen wunderschönen großen Spiegelkarpfen habe ich rausgeholt. Einen Film dazu wird es auch geben. Allerdings lief die Kamera nicht, während ich ihn rausgeholt habe. Es war ganz am Anfang, da hatte ich die Kamera noch gar nicht eingeschalten. Danach gab es keinen Fisch mehr, aber trotzdem wunderschöne Bilder. Wahrscheinlich werde ich dazu schon einen separaten Film machen. Aus dem Karpfen hier werde ich Fischfrikadellen machen oder Fischpflanzerl, was ganz Feines, denn Karpfen so am Stück mag ich nicht so gern, er moselt mir in der Regel immer zu sehr. Bei Fischfrikadellen ist das alles weg, denn da sind jede Menge Zwiebeln drin und Knoblauch und Petersilie und alles, was reinkommt, werdet ihr gleich noch sehen. Also jetzt im ersten Schritt den Fisch filetieren. Dazu braucht man ein ordentliches Filetiermesser. Ich habe eins mit einer biegsamen Klinge, sehr gefährlich diese Messer, also wenn ihr so eins kauft, bitte sehr vorsichtig damit umgehen. So ein Handtuch hier ist immer gut bei so einem Fisch, denn da rutscht man schnell ab und mit einem Handtuch kann man so einen Fisch ziemlich gut festhalten. Als erstes schneide ich hinten am Rücken auf und gehe hier über diese Flossen rüber. Dann bin ich sicher, dass ich über den Gräten, die an den Flossen hier reingehen, mit dem Messer entlang fahre. Und hinten am Schwanz kann man dann schon komplett durchtrennen. Und somit ist der erste Schritt hier schon getan. Dann trenne ich hier immer so ein Stück weiter auf. Und mit einem großen Messer, da kann man natürlich auch hier so ein Küchenmesser für nehmen, geht auch völlig in Ordnung, trenne ich den Kopf ab. Dazu schneide ich hier so schräg rein. Auf beiden Seiten. Und zum Abtrennen des Kopfes, also für die Wirbelsäule, da nehme ich sowas hier. Das ist was ganz anderes als das. Das hier ist ein Messer, das hier ist ein Beil. Das erkennt man daran, es ist deutlich schwerer, hat deutlich mehr Material hier drauf. Und damit kann man Knochen und so weiter zerteilen oder hier den Fischkopf. So einen Fischkopf nicht wegschmeißen, dann nimmt man die Kiemen raus, wäscht ihn und kann ihn dann zur Suppe verarbeiten oder zu einem Fischfond. Und jetzt brauche ich doch tatsächlich dieses dritte Messer hier, denn um an diesen Bauchgräten hier entlang zu schneiden, da ist ein Messer mit größerer und stabilerer Klinge deutlich besser als ein flexibles. Dazu klappe ich einfach hier auf und fahre an diesen Bauchgräten hier entlang. So, das muss alles nicht schön sein, weil das wird nachher sowieso klein geschnitten und durch den Fleischwolf gedreht. Von dem her macht es gar nichts, wenn hier ein bisschen was dran bleibt, so wie ich es hier getan habe. So kann ich nachträglich abschneiden. Und so mache ich es auf der anderen Seite genauso. Mit meinem flexiblen Messer schneide ich erst hier am Rücken ein. Und immer oberhalb dieser Flossen. So, und am Schwanz gehe ich mit dem Messer komplett durch. Wechsle wieder zu meinem Messer mit der starren Klinge. Ihr seht, ich bin kein Profi im Fischfiletieren, vor allem beim Karpfen nicht, weil ich das sehr selten mache. Aber das muss hier keinen Schönheitspreis gewinnen, weil ich das Ganze sowieso durch einen Fleischwolf jagen werde. So. Und den Rest, hier ist noch ein bisschen Fleisch dran, macht aber nichts. Das wird ausgekocht zu einem Fischfond und den Rest, die Karkasse, die bekommen dann die Hühner zum Abfieseln. Ist also nichts verloren.
Dann schneide ich mir das große Filet hier in 2 Stücke. Das mache ich einfach, damit ich die Haut einfacher runterkriege. Ist immer gut, wenn man es mit dem Handtuch festhält, dann rutscht man da nicht so schnell ab. Und jetzt fahre ich mit dem Messer hier zwischen Haut und Fleisch entlang. Und habe dann Haut und Fleisch getrennt. Und so hat man ein wunderschönes Filetstück. Das werde ich auch gleich klein schneiden und durch den Fleischwolf drehen. Wenn noch eine Brustflosse dran ist, schneide ich die gleich weg. So, und mit der anderen Seite mache ich das Gleiche. So trennt man das hier wunderbar. Ein riesiges Stück Filet hier. Ah, herrlich. Mein Fleischwolf hier, ein ganz altes Modell. Ich brauche ihn so selten, da brauche ich nichts Elektrisches. Der hat hier so eine Art Gewinde. Hinten dran die Kurbel. Die wird festgeschraubt. Vorne ein Messer, eine Lochscheibe und das Ganze wird fixiert. Meine Filetstücke hier, die schneide ich jetzt ein bisschen klein. Man hört auch beim Schneiden, es sind jede Menge Gräten drin. Das macht aber nichts, denn die werden ja im Fleischwolf so stark zerkleinert und nachher im Braten so stark erweicht, dass man sie nicht spürt. Also Karpfengräten, gar kein Problem. Manche von euch werden es schon gesehen haben. Ich habe mir ein neues Messer gegönnt. Auch nichts Teures, wie mein altes auch. Aber ich hoffe, dass dieses hier die Schärfe etwas länger hält als mein bisheriges. Das musste ich schon immer recht häufig schneiden. Schleifen natürlich, nicht schneiden. Und was mir auch gefällt, der Fisch hier, der kommt nicht aus einem Zuchtbecken, sondern ist frei schwimmend, aus dem Lech gefangen. So muss es sein. Was ich seit kurzem außerdem sehr gerne verwende, sind diese selbstgemachten, gehäkelten Spülschwämme hier aus Paketschnur. Natürlich nicht aus Kunststoffschnur, sondern aus Sisal sind die, glaube ich. Klasse Sache. Von der Laura habe ich die geschenkt bekommen. Ganz herzlichen Dank an dich. Das Video dazu, wie man die Dinger herstellt, verlinke ich euch da oben in der Ecke. Wenn ihr euch wundert, warum das Fleisch vom Karpfen so rot ist, das liegt an unserem Fluss. Wir haben sehr viele Bachflohkrebse. Davon ernähren sich unsere Fische, auch die Forellen, und haben deswegen so ein wunderschönes rötliches Fleisch. Man könnte schon fast sagen Lachskarpfen. So, ich jag das Ganze zweimal durch, einfach um sicher zu sein wegen der Gräten, dass die auch alle schön klein gehäckselt sind. Dann spürt man sie nämlich überhaupt nicht mehr beim Essen. Und durch das Erhitzen werden sie auch noch sehr weich. So, das war's schon. Fisch ist durch. Dann kommt das Fleisch in eine Schüssel. Und in die Schüssel kommt ein Knödelbrot. Weil ich selber so gut wie nie Weißbrot esse, musste ich jetzt mal eins kaufen. Und das meiste Brot, was ich übrig habe, bekommen die Hühner. Daher jetzt mal gekauft. Darauf ordentlich Pfeffer. Salz. Zwiebeln.
Macht außerdem immer wieder Spaß, mit so einem frisch geschliffenen Messer zu arbeiten. Natürlich ist es gefährlich, sehr scharf. Es ist auch besser, weil es setzt nicht so viel von den Schwefeldämpfen frei, wie bei einem stumpfen, ungeschliffenen Messer, wo man ja viel mehr zerquetscht, zerdrückt, als so ein ganz scharfes, das schön zerschneidet. Trotzdem tränen mir die Augen. Die Zwiebeln schneide ich relativ fein, denn sie sollen ja in der Frikadelle oder Boulette oder im Fleischpflanzerl oder Fischpflanzerl möglichst nicht zerfallen nachher, sondern da soll es eine schöne Masse geben. Und ich weiß, wer meine Videos gerne schaut und auf das Messervideo wartet, dazu will ich ja noch ein Vorstellungsvideo machen. Wird kommen, versprochen. Die Messer, die ich verlosen werde, habe ich auch da. 5 Stück zum Verlosen. Es ist nämlich unglaublich praktisch, diese chinesischen Kochmesser. Also ich bin immer wieder total begeistert. Ich nehme ja fast nichts anderes her, außer vielleicht zum Filetieren oder wenn man irgendwas ganz Kleines, Fisseliges schneiden muss. Ansonsten zu 90% nur noch dieses hier. So, der Rest, der kommt aus dem Garten. Habt ihr Lust mitzugehen? Zuerst braucht man Petersilie und zwar nicht zu knapp. Darf schon eine ganze Menge sein. Dann geht hier im Gewächshaus überall wild Dill auf, weil ich den habe aussamen lassen. Den lasse ich natürlich wachsen. Man erkennt ihn schön sofort, wenn er aufgeht. Und der kommt hier jetzt auch mit zu den Fischpflanzern rein. Oh, was ein Duft der Dill hat. Dill und Fisch passt ja sowieso wunderbar zusammen. Dill und Petersilie würden normalerweise schon locker reichen für die Fischfrikadellen, aber ich mag es noch, wenn ein bisschen Salbei, Rosmarin, Thymian und 2, 3 Blättchen von der Minze mit drin sind. Und schon wieder in der Küche mit einem wunderbar duftenden Kräuterkörbchen. Von der Minze natürlich nur ganz wenig, so ein paar wenige Blätter für eine große Masse. Thymian, klar, muss man abrebeln. Geht aber ganz einfach. Wenn man so einen schönen Gartenthymian hat, dann sind diese Stängelchen hier nämlich verholzt und man kriegt die Blätter mit einem Zug runter. Die Dinger, die man im Supermarkt kaufen kann, die sind ja so auf ganz schnelles Wachstum gezüchtet, also ausgesät oder über Stecklinge vermehrt. Und dann ist das alles ganz weich und ein bisschen schwieriger. Wer eigenen Thymian im Garten hat, da ist Thymian sowieso Pflicht. Unbedingt anbauen, ganz feine Sache. Soll auch unglaublich gesund sein, der Thymian. Wir essen da sehr viel davon. Rosmarin dazugeben. Auch hier einfach abstreifen und die Nadeln dann klein hacken. Oh, da entsteigt ein Duft gleich von der Minze. Oh, was ganz Herrliches. Das ist was ganz Frisches. Ich mag auch Minztee sehr gerne. Trinkt man auch in Afrika viel. Oder man macht sich die ganzen Minzblätter einfach in eine Wasserkaraffe rein und trinkt von dem Wasser. Da geht der Geschmack auch ins Wasser über. So ein leichter, minziger Geschmack. Ganz prima. Dann mache ich noch Salbei mit rein. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, viel zu viel Kräuter, mag ich nicht. Klar, dann einfach weglassen. Beim Dill zupfe ich nur die groben Stängel weg, den Rest lasse ich einfach dran, schneide es klein. So, und als Mengenzutat die Petersilie, da brauche ich richtig viel. Ich wasche das nicht, weil es sauber ist, da sind auch keine Tierchen dran. Es kommt ja auch aus dem Gewächshaus, da regnet es nicht so hin und es spritzt kein Dreck von unten nach oben an die Blätter. Es ist alles wunderbar sauber. Ich achte eigentlich nur darauf, dass keine Schnecken drin sind, weil das wäre ein bisschen eklig. So, die Petersilie hacke ich, allerdings nicht zu fein. Die darf schon etwas gröber sein. Aber auch wieder nicht so grob, dass die Fischpflanzen nachher auseinanderfallen. So,
Und schon ist die Petersilie hier fertig. Kommt mit dazu. Jetzt wird es hier langsam voll. Dann kommt noch die Schale von der Zitrone rein. Wisst ihr eigentlich, dass die Schale einen besonderen Geschmack hat? Nicht der Saft oder das Innere, nein, die Schale, da steckt der Geschmack drin. Deswegen reibe ich hiervon noch ein bisschen was mit in meine Fischpflanzerl rein. Aufpassen, nicht auf das Weiße gehen, nur das Gelbe abreiben. Das Weiße ist bitter. Je nach Menge, die ihr macht, hier war der Fisch so ungefähr das reine Filet, vielleicht so 2-3 Kilo. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, ich habe es nicht gewogen. Aber da kann man schon hier die komplette Zitrone abreiben. Und ein bisschen Saft von der Zitrone gebe ich dann auch noch mit dazu. Das gibt auch noch mal zusammen mit der Minze, die drin ist, so einen schönen frischen Geschmack. Und wer von euch keinen Karpfen mag und diese Fischfrikadellen hier nachmacht, ich kann euch versprechen, die werden euch schmecken. Bevor ihr so eine Zitrone zerschneidet und ausdrückt, einfach mal so ein bisschen reiben hier, dann wird das Innere etwas weicher und es kommt etwas mehr Saft raus. Ich lasse es mir durch die Finger gleiten, den Saft, damit ich die Kerne auffangen kann. Kann man auch durch ein Sieb machen. Dann gebe ich etwas Olivenöl mit dazu. Das macht das Ganze geschmeidiger. Und was fehlt? Natürlich Knoblauch und Eier. Auf diese Menge hier gebe ich mal 4 Eier. Die sind sowieso nicht ganz so groß. 1. Wozu braucht man Eier? Für die Bindung des Teiges. 3. 4. Und dann natürlich noch ein Knoblauch drauf. Wer meine Videos regelmäßig schaut, der weiß, dass ich Elefantenknoblauch anpflanze. Das ist dieser hier, große Zehen, im Vergleich zu so einem normalen Knoblauch hier deutlich größer, ist aber nicht verwandt mit dem Knoblauch. Mir schmeckt er lange nicht so gut wie ein echter Knoblauch, deswegen kommt er bei mir in den Garten nicht mehr rein. Ich verwende den jetzt, den ich noch habe, und dann ist gut. Er ist bei mir relativ bitter und hat einen, etwas merkwürdigen Geschmack. Um Knoblauch zu schälen, schneide ich einfach hinten das Wurzelstückchen ab. Muss man nicht unbedingt machen, aber dann, finde ich, schält er sich etwas leichter und drückt die Zehen dann einfach mit dem Messerrücken platt. So, und jetzt geht es ganz einfach, die Haut hier zu entfernen. Das ist der einfachste Trick, um Knoblauch zu schälen. Zusätzlich hat es noch den Vorteil, weil der Knoblauch jetzt ja schon so angequetscht ist, brauche ich ihn nur noch hier längs zu schneiden und damit ist er schon klein. Oh, könnt ihr es auch riechen, den Duft der Petersilie, der Zitrone, Knoblauch, die ganzen Gewürze, die da drin sind, was ganz Feines. Jetzt mengen wir das Ganze durch. Natürlich ist meine Schüssel mal wieder viel zu klein dafür. Muss ich es einfach auf 2 Schüsseln aufteilen. So, das Ganze schön durchkneten. So, jetzt passt es wieder in eine Schüssel rein. Das Brot, das nimmt natürlich schon ganz schön Platz weg, aber so zerknetet, alles gut. Jetzt werden die Frikadellen geformt und dann ausgebraten. Weil ich die Sauerei mit dem Fett jetzt nicht in der Küche haben will, mache ich das in meiner Außenküche. Hier ist der Topf für den Fischfond, da ist die Karkasse drin und der Kopf. Kiemen sind rausgenommen. Das werde ich durchkochen lassen und dann habe ich einen schönen Fischfond und außerdem den Rest kriegen die Hühner. Dann habe ich meine Eisenpfanne mitgebracht. Die mache ich gleich heiß. Und ich habe eine Schüssel mit ganz normalem Wasser. Damit forme ich dann die Fischfrikadellen, damit nicht alles an den Händen kleben bleibt. Hände ein bisschen nass machen und dann einfach eine Frikadelle oder eine Boulette oder
ein Fischpflanzerl formen. Ihr solltet es nicht unter den Armen machen, denn dann mögen es die Leute nicht mehr so gerne essen. Einfach hier so ein Pflanzerl formen und ab damit in die heiße Pfanne. Und so alle 2, 3 Fischpflanzerl die Hände wieder nass machen, dann bleibt da nichts kleben. Bitte fangt nicht gleich am Anfang an, die Frikadellen hier rumzuschieben in der Pfanne. Erst wenn die so leicht anbraten, dann löst sich das von selber wieder. Dann kann man sie wenden oder auch mal schwenken. Das Brennholz, das ich hier verwende, das kommt außerdem von Markus. Markus ist derjenige, der jedes meiner Videos anschaut, immer Fehler findet, immer was findet, wo ich noch was ergänzen muss, erklären muss. Markus ist spitze und wenn ihr die Arbeit von Markus gut findet und die Videos sind qualitativ so in Ordnung, gebt ihm doch gerne einen Daumen rauf. Markus, ganz herzlichen Dank fürs Holz und ganz herzlichen Dank für deine Wahnsinnsarbeit, die du für die Videos machst. In der Pfanne sollte nicht zu viel Hitze sein. Lasst ruhig ein bisschen weniger Hitze dran, dafür etwas länger. Ansonsten verbrennen die euch außen schnell und innen sind sie noch roh. Fangen jetzt schon richtig an zu duften. Und ihr seht, jetzt müssten sie sich, ja genau, gelöst haben von der Pfanne. Schauen wir mal, wie sie von der Unterseite aussehen. Jawohl. Drehe ich sie schon mal um. Herrlich schauen sie aus. Genauso muss es sein. Wieder ein bisschen weg von der Hitze und weiter brutzeln lassen. Und damit ich nicht ganz so lange warten muss, habe ich mir noch eine zweite Pfanne hergeholt. Weil bei der Menge dauert das dann doch schon recht lange. Schauen wir doch mal beim ersten, ob es durch ist. Oh ja, sieht schön aus. Das kriegt jetzt mal meine Frau zum Probieren. Ich bin mal gespannt. So, da kommt noch ein bisschen Thai-Chili-Soße drauf. Mag sie sehr gerne. Magst du was probieren? Ja. Oh. Schon gut. Ich habe sie noch nicht probiert. Sehen sehr lecker aus. Sind noch ganz warm. Mit scharfer Soße. Durch? Durch. Genau die richtige Konsistenz. Sehr gut. Ja, knusprig. Überhaupt nicht fischig oder dieses Karpfige, dieses eklige. Perfekt. Also es hat sie voll überzeugt. Sie schmecken. Ich esse jetzt auch mal einen. Oh ja. Ich muss sagen, so liebe ich Karpfen. Ideal. Tolle Fischfrikadellen. Unbedingt nachmachen. Es schmeckt, es ist nicht schwer. Man hat so schöne Zutaten drin, auch aus dem Garten. Ich glaube, ich habe noch nie so eine gute Fischfrikadelle gegessen. Saugut. Ich hoffe, euch hat das Video genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen rauf. Freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti. Für alle, die bis jetzt dran geblieben sind, diese Fischfrikadellen kann man wunderbar kalt essen, schmecken sehr gut. Mit ein bisschen Senf oder Ketchup oder Thai-Chili-Soße oder einfach Natur. Wunderbar. Und jetzt abschalten. Tschüss.